Ich versuche halt schon, alle Mosaike, die ich kreiere und die wir machen, da möchte ich selber drin wohnen. Also ich habe jetzt noch nie was gemacht, wo ich mir denke, oh nee, das geht gar nicht, also da habe ich Probleme mit, dann mache ich das auch nicht. Also ich kann auch nicht sagen, ja, so wird es genau ausschauen, weil ich habe es ja schon noch nicht gemacht. Natürlich, die Leute kriegen Muster, die kriegen Zeichnungen, die kriegen 3D, also eigentlich kann man sich schon vorstellen, aber trotzdem ist es natürlich ein Risiko, weil du dir eben keine Fliese A, B, C-Schema kaufst, sondern weil ich denen halt ein ganzes Konzept mache. Also was wir hier haben, ist eine 3D-Simulation von einem Haus, was natürlich noch nicht steht. Das ist in der Schweiz später. Und unsere Hauptarbeit ist hier dieses zentrale Treppenhaus, was man halt fast von allen Seiten sehen kann. Also da musste ich das ganze Haus mir schon vorstellen können, um zu gucken, passt es denn auch, wenn du in der Badewanne liegst, passen die Farben dann? Also es sind wirklich ganz viele Gedanken dabei. Es steht direkt am See und da sind ganz viele Bäume drumherum und wie gesagt, das Glas, das ist ganz viel aus Glas, das Haus, und wir wollten halt die Natur reinbringen und auch noch zu allen Jahreszeiten passend machen. Ich bin wirklich in der Natur rumgelaufen vor Ort und habe mir Bäume angeguckt, Gräser angeguckt, Blätter angeguckt, habe alles eingesammelt über ein Jahr lang, wirklich alle Farben aufgesammelt, die man da so sieht. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu kreieren. Ich brauche einen Gegenüber, der mir sagt, bitte mach das für mich. Ich brauche diesen Auftrag. Ich mag auch gerne diese verschiedenen Phasen des Meetings, wo man ja ganz gepflegt und dann hier diese Workshop-Atmosphäre ist echt toll. Also wenn dann die ganzen Leute hier arbeiten, das macht echt Spaß und Leute sind gerne hier und das bringt mir natürlich auch Freude und bestätigt mich, dass das richtig ist, was wir machen. Und dann hast du halt die Phase auf der Baustelle, die zwar sehr körperlich anstrengend ist, aber auch die einem wirklich viel gibt. Die meisten Mosaiker, die ich kenne, die designen das, die setzen das, aber die verlegen das nicht selber. Und das fand ich halt schon schade, als ich in der Lehre war. Wir haben halt dieses Mosaik gemacht, wie man das auch hier sieht, seitenverkehrt, mit der Rückseite nach oben, und ich habe nie gesehen, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Und das hat mich schon als Schüler gestört. Also ich habe es vermisst einfach. Ich wollte immer wissen, wie sieht das denn aus, und verstehe schon, dass einige Fliesenleger sagen, da haben sie keine Lust drauf, weil das ist körperlich schon anstrengend. Du musst halt gleichzeitig mit den Leuten, die da noch andere Sachen drumherum machen, der eine sprüht noch die Wände, der andere verlegt schon den Boden und du musst da den Pool verlegen, während über dir die Leute gipsen. Das heißt, du hast irgendwie nur einen knappen Meter, wo du nicht mehr aufrecht stehen kannst und musst dann verlegen, und dann stehst du im Spagat und musst die Dinger verlegen. Also das ist körperlich schon anstrengend. Also der faszinierendste Moment ist natürlich immer noch, wenn das klebt, dein Mosaik, wenn das Papier abgibt und du siehst, wie das im Raum wirkt und du siehst, wie die Leute reagieren, die das sehen. Also es gibt immer ein Staunen und das freut mich total. Also auch wenn ich in dem Moment schüchtern bin und dann so für mich, aber ich freue mich, weil das ist irgendwie, das ist halt auch so eine Arbeit, dadurch, dass die so einzigartig auf einen Menschen oder auf eine Familie oder auf das Haus konzipiert ist, dann ist natürlich toll, wenn du diese Rückmeldung kriegst von den Leuten, die dir halt danach die Hand geben und sagen, ey, vielen Dank. Das ist immer noch mein faszinierendster Moment. Im Moment ist hauptsächlich in der Schweiz. Frankreich war davor viel, England war viel, Schottland war viel, Kroatien war, Spanien war. Also eigentlich viel überall. Also für mich ist Mosaik schon eine Kunst, weil ich klatsche da nicht irgendwelche Fliesen an die Wand oder sowas. Und das ist halt für mich jetzt wirklich so ein Projekt, wo man mal sehen kann, dass es wirklich installierte Kunst am Bau ist irgendwie. Und das wäre schön, wenn das mal so respektiert wird. Also natürlich muss da gar kein Mosaik im Treppenhaus sein, aber es wird gemacht und das finde ich halt spannend, dass ich die Chance kriege auch, und deswegen sitzen wir da so lange da dran und gucken, dass das halt schön wird.